Kurz, Freunde, VO2 Max steigern, ne? Wisst ihr alle, hohes VO2 Max, tiefe Laktatproduktionsrate, bessere Ausdauer. Hier geht es mal um eine 4-monatige Entgiftungskur, ne? Hört sich ein bisschen dramatisch an. Ich stelle mir einfach so vor, beweisen kann ich es nicht, aber ein gesunder Körper kann sicherlich mehr Stress handeln als ein belasteter Körper. Okay? So, ich habe das in 4 Phasen unterteilt, in 4 Monaten und führe euch da mal kurz durch. Da hört mal genau zu, was ich da eigentlich dazu zu sagen habe. Okay, im ersten Monat geht es einfach mal darum, Bewusstsein zu schaffen und mal diese Lebensmittel, die sauer machen, zu reduzieren. Da kannst du zum Beispiel so beginnen, dass du ein Blutbild machst und ein DEXA. DEXA misst dir das Fett, Roh- und Muskelmasse, damit du das so einen Anfangszustand hast. Dann, in diesem ersten Monat, lass einfach mal, falls du Leitgetränke trinkst, lass die mal weg. Reduziere mal Kaffeekonsum auf 2 pro Tag, kein Alkohol. Und lies mal einfach die Etiketten durch von den Lebensmitteln, die du kaufen gehst. Mit diesen E-Nummern und im Kaugummi und in Gummibärchen, in Fertigsoßen und. Und du wirst erstaunt sein, was da alles drauf ist. Also, dann schau mal auch die Kosmetik an. Ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass wenn irgendwo in einem Shampoo Lavendel draufsteht, dass da wirklich Lavendel drin ist, wahrscheinlich irgendwo ein Extrakt. Schau das mal alles an. Auch die Zahnpasta. Fluorid, braucht man das wirklich? Eine große Geschichte, ich denke eher nicht. Und lass mal den Einfachzucker im ersten Monat weg. Mach das mal knallhart einen Monat, okay? Einfach nur diese Sachen weglassen, hinschauen, beobachten, fühlen. Und plötzlich wirst du nämlich merken, dass normales Wasser wieder gut schmeckt. Etwas, was du vorhin gar nicht tasten, du konntest es gar nicht schmecken. Plötzlich Wasser ist wieder gut. In der zweiten Phase, zweite 4 Wochen, gibt es eigentlich nur einen Satz, mal von einem alten Lehrmeister bekommen von mir: Roh macht froh. Okay? So, trink mal einfach 2 Gemüsesmoothies jeden Tag, 1 bis 2 Liter. Oben wird die Liste eingeblendet, dann seht ihr, was man da alles reinschmeißen kann an Alphagras und Auberginen und Trockenobst, Aprikosen und Löwenzahn, was gerade rumliegt. Bitte schaut euch das mal an. In dieser Phase geht es eigentlich darum, dass du dein Blut verdünnst, dass du deinen Flüssigkeitshaushalt optimierst, damit die roten Blutkörperchen mühelos an die kleinsten Blutgefäße rankommen und eigentlich den Körper so mit Sauerstoff und Flüssigkeit gut bedienen können. Okay, ihr wisst, zähes Blut ist sauer, fließt nicht wirklich, Thrombose und so weiter, die Folge davon. Das heißt einfach, mit dieser Rohkost möchten wir Lebendigkeit in deinen Körper bringen. Okay? Dazu trinke jeden Morgen auf nüchternen Magen 2 frisch gepresste Zitronen. Das kannst du ein bisschen in lauwarmem Wasser trinken. Was ich auch immer empfehle, ist, such dir eine Quelle auf in der Schweiz. Das gibt es bei uns, gibt es in Deutschland auch. Such dir eine Quelle auf, geh ab und zu dahin, trink gutes Wasser. Ich habe da meine 1 Liter Glasflaschen, gehe da mit 12 Flaschen hin, füll das ab, nimm das nach Hause, stell es in den Kühlschrank, bei 7 Grad lagern, kein Thema, Kristall reinlegen und du kannst eigentlich das Wasser wochenlang so halten im Kühlschrank bei 7 Grad. Okay? Und das ist dann richtiges Wasser mit Energie, mit einer kristallinen Form, mit einer Schwingung. Okay? Versuch das mal, wenn es halt geht, das wäre schön. Was du auch machen kannst in dieser Phase ist, dass du dein Wasser, wenn du jetzt keine Quelle hast, dass du einfach einen normalen Hahnburger nimmst, eine Prise Himalaya-Salz reintust, ein bisschen frisch gepressten Orangensaft und dann hast du eigentlich so, wie gesagt, einen köstlichen Isodrink, den du selber machst und dann so eigentlich trinkst. Auch im Glas bitte bei dir mitbringen und bei der Arbeit trinken. Ich stelle mir einfach vor, dass wenn du einfach nur PET-Wasser runterlässt, 2 Liter am Tag, bist nachher auf der Toilette, kommt weiß runter. Diese Art von Wasser stelle ich mir so vor, ist ein bisschen energetisiert. Das heißt, es kommen Informationen an, das Wasser kann binden und kann so eher Giftstoffe herausnehmen, als es dir Mineralstoffe entzieht. Also sicherlich hör auf, irgendwo
5 Liter PET-Wasser zu trinken. Das Wasser ist tot und schlecht. Okay? Was du merken wirst mit dem vielen Roh macht froh Taktik, dass dein Stuhlgang anders wird. Du wirst 1 bis 2 Mal am Morgen auf die Toilette gehen und jetzt geht es ein bisschen weiter, da kommen wirklich schöne braune Würste raus, okay? Mit Schleim überzogen und die schwimmen, das weiß man vom ayurvedischen Heilkunst her, dass Stuhlgang schwimmen muss, dann weiß man, dass die Konsistenz richtig ist. Wenn Stuhlgang gerade untergeht, ist er hart, war er zu lang im Darm, hat er zu viel gefault und zu viele Gasstoffe zurückgespiesen in den Körper, was dir eigentlich sauer macht. Okay? Also beobachte deinen Stuhlgang. Okay? Ganz wichtig. Wenn das so beschrieben ist, wie bei meinem Mark, der 3 Jahre alt ist, und man sieht, die Kinder haben noch eine gesunde Darmflora, kommen dementsprechend auch schöne braune Würste raus. Okay. Was du machen kannst in dieser Phase ist Hydrokolon, wenn du da nicht weiterkommst. Das ist eine Darmspülung, 3 bis 4 Spülungen, dass du einfach mal den Darm durchspülst und in diesen Zotten diese Ablagerungen rausspülst und dann nimmst du ein Darmflora-Aufbaupräparat oder dann die Darmflora neu aufbaust. Okay? Also dann hast du sicherlich mal so ein bisschen durchgeputzt in Kombination mit Roh macht froh. Okay. Gut, dann kommen wir in die dritte Phase. Auch wieder 4 Wochen. Und das ist jetzt ein bisschen krass, aber passt gut. Das ist ein Proteinfasten. Okay? Und es geht hier um die tierischen Proteine, wie Fleisch, Fisch, Eier, Quark, Käse, Pizza. Tierische Proteine sind vollständig und die Gefahr von vollständigen Proteinen ist, dass es sich ablagert. Okay? Dass es eigentlich ablagert, die Gefäße verengt, dann die Blutzirkulation verhindert. Allgemein spricht man von einer Verengung von Gefäßen. Okay? Und das gibt es heute, weil wir eigentlich über die ganzen 12 Monate im Jahr immer essen. Wir haben keine Hungerperioden mehr, wo wir dann diese Ablagerungen automatisch abbauen konnten, sondern wir haben immer Vollgas, immer jeden Tag Fleisch, immer jeden Tag alles, oder? Und das überfüllt uns. Schaut uns mal an, völlig überfressen, okay? Also, wie gesagt, wenn ihr diese Gefäßwände so die Ablagerungen abarbeiten könnt, indem ihr einfach mal Proteinfasten macht und bitte müsst ihr überhaupt keine Angst haben, dass ihr jetzt zu wenig Muskeln habt oder zu wenig Kraft habt, stimmt alles nicht. Okay? Stimmt alles nicht. Es reicht, wenn ihr die Proteine aus dem Gemüse, aus den Nüssen, aus den Avocados holt, das reicht absolut. Versucht das mal. 4 Wochen kein tierische Proteine und fühlt dann mal, wie die Durchblutung bei euch läuft. Oder? Zusätzlich könnt ihr in dieser Phase natürlich Nierentee, Gallentee, Lebentee, Orangenblütentee trinken. Das hilft der Entschlackung. Okay? Versuchen mal so eigentlich den Kaffee und so ein bisschen PET-Wasser abzulösen. Das wäre jetzt eigentlich so die dritte Phase und kompensiert die Energie, die ihr in dieser dritten Phase nicht habt, weil ihr Sachen verändert habt, mit zum Beispiel guten Ölen, Hanföl, Leinöl, mit Nüssen, Bohnen. Okay. Dann kommst du in die vierte Phase, letzte Phase, da geht es darum, dass du das Ganze einfach mal ein bisschen stabilisierst. Ganz klar muss sein, bitte 100% kein Zucker, einfach damit die Geschmacksnerven sensibel bleiben. Und dann finde wirklich heraus, nach dieser Tortur, wo du dich durchgekämpft hast, dann finde mal heraus, was eigentlich gut ist für dich. Okay, richte dir eine Ernährung ein, wo du dich wohlfühlst, wo du zum Beispiel nach dem Nachtessen nicht einen erhöhten Puls hast, weil du einfach zu viele Kohlenhydrate reingelassen hast, sondern fühl dich mal rein nach diesem Essen. Wie fühlst du dich? Bleib konsequent fern von Dingen, die nicht gut sind für dich. Zum Beispiel habe ich bei mir beobachtet, wenn ich dann damals als sogenannter Vegetarier noch zu viel Käse gegessen habe, vor dem Schlafen, dass ich dann eigentlich Schweißausbrüche hatte in der Nacht. Ich konnte dieses tierische Protein gar nicht verarbeiten. Ich habe auch gemerkt, mit dem Kaffee, finde da mal heraus, wann ist der letzte Kaffee, kannst du morgen noch ein bisschen warten, bevor du den ersten Kaffee trinkst, gehst du zuerst mit Zitronensaft hin und dann genießt du sogenannt den ersten Kaffee so ein bisschen mehr.
Überprüfe dein Gewicht natürlich genau. Du kannst wieder mal einen Texa machen, wie am Anfang beschrieben. Beobachte deinen Stuhlgang, was gibt Durchfall, was gibt Verstopfung, was musst du da machen. Wie gesagt, über den Stuhlgang kannst du theoretisch selbstständig deine gute Ernährung finden. Wenn du jeden Tag 1 bis 2 Mal auf dem Klo sitzt und da kommen Würste raus und es stinkt nicht extrem, dann bist du sicherlich auf dem richtigen Weg. Okay? Was haben wir noch? Bleib hart. Okay? Bleib wirklich hart. Wenn du herausgefunden hast, was gut ist für dich, erlaub dir keine irgendwelchen, ja, ich versuche mal wieder und, dann bist du schwuppdiwupp wieder drin im alten Ernährungsmuster und das willst du einfach nicht. Okay? So, das sind so meine Inputs über diese Kur. 4-mal einen Monat, 4 Monate durchgehen, letzten Phase alles nochmal überprüfen, was ist gut und was ist nicht gut und so eigentlich selber dich stabilisieren und zu einer guten, natürlichen Ernährung finden. Bei mir ist es momentan Vegetable-Based Diet, was auch immer das heißt, vieles von den Pflanzen, alles was natürlich ist, ist für mich gut. Wenn ich einkaufe, schaue ich mir an, was ich einkaufe. Desto natürlicher es ist, desto besser fühle ich mich. Okay? Und kann gut sein, dass wenn ich eingeladen bin, auch ab und zu mal ein Stück Fleisch esse, einfach um dabei zu bleiben. Ich mache jetzt hier kein Drama. Ich bin auch kein Veganer, sondern einfach Plant-Based Diet reicht. Überprüft das, findet euren Weg. Es kann gut sein, dass ihr jeden Tag Fleisch braucht, dann esst das. Muss jeder selber wissen. Hier ein paar Inputs, wie ihr entgiften könnt. Würde ich jetzt nicht am Anfang der Saison machen, sondern natürlich so, sage ich jetzt mal, nach dem letzten Rennen, Oktober, November, Dezember, Januar, so in den Winter rein und dann mal auch schauen, wie die Weihnachten ist, wenn man sagt, nein, kann ich nicht, nein, will ich nicht, darf ich nicht, weg mal knallhart durch. Mal so fühlen, wie sich das anfühlt und dann so neu ins neue Jahr rein. Okay, good luck, schreibt mir rein, was ihr für Erfahrungen macht. Grüezi.